Ein wichtiges aktuelles Projekt trägt den Titel Karl Orff im Bayerischen Rundfunk. Die Anregung dazu ging vom Orff-Zentrum aus und wurde sofort von den Verantwortlichen im Bayerischen Rundfunk positiv aufgenommen. Das Projekt heißt Karl Orff im Bayerischen Rundfunk. Es ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Orff-Zentrum München und dem Bayerischen Rundfunk und dient dazu, Recherchemöglichkeiten zu Dokumenten von Karl Orff und über Karl Orff, die sich im Bayerischen Rundfunk befinden, zusammenzustellen und zur Recherche zur Verfügung zu stellen. Erstmalig auch. Also die Zusammenarbeit hat schon eine längere Geschichte. Das ist auf Anhieb eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit gewesen. Vielleicht auch deshalb, weil unser Interesse ja auch war, möglichst viel auch über Herrn Orff bekannt zu machen, was in unseren Archiven liegt. Wir sehen uns schon als öffentlich-rechtliche Anstalt und dazu gehört auch, dass wir solches Vermögen, solches Programmvermögen auch möglichst vielen dann zu Gesichte bringen. Und gerade wenn es um Karl Orff geht, den ja mit dem Bayerischen Rundfunk viel verbindet, haben wir natürlich auch viel Material da gehabt. Also praktisch Tondokumente, Bilddokumente. Es gibt auch Fernsehaufnahmen mit Werken von Karl Orff, Interviews, alle möglichen Sachen. Also alles, was sich so in einem Rundfunkgebäude sozusagen auch befinden kann. Die Frau Claudia Heine hat schon den Bereich des Schallarchivs mehr oder weniger vollständig bearbeitet, also alle Tonaufnahmen, Eigenproduktionen des Bayerischen Rundfunks mit Werken von Karl Orff bearbeitet. Ich bin hier jetzt gerade im Historischen Archiv tätig. Das heißt, ich nehme mir einen gewissen Bestand vor an Akten, den ich mir vorab schon heraussortiert habe und schaue den wirklich Seite für Seite durch, ob Dokumente dabei sind, die irgendwie Karl Orff oder sein Werk oder sein Wirken hier im Bayerischen Rundfunk betreffen. Und dann wird das Ganze erfasst in der Datenbank des BR und entsprechend verzeichnet, sodass es nachhaltig dann auch wieder auffindbar ist. Allein im Historischen Archiv gibt es ja rund 87.000 Akten. Meine Vorsortierung hat ergeben, dass mindestens rund 1.000 Akten grundsätzlich in Frage kommen, dass sich Material zu Karl Orff drin befindet. Danach gibt es noch die Bereiche des Fernseharchivs, des Bildarchivs, vielleicht auch des Pressearchivs, auch die Klangkörper des Bayerischen Rundfunks haben eigene Dokumentationen. Da muss man dann sukzessive einfach jeden Bereich für sich durchgehen. Also das wird mit Sicherheit viele, viele Monate noch in Anspruch nehmen, hier vollständig alles zu erfassen. Man kommt natürlich auf die verschiedensten Erwähnungen Karl Orffs und insgesamt zeigt sich jetzt in der kurzen Zeit schon, dass Karl Orff ganz, ganz oft irgendwo vorkommt in diesen Akten, sei es direkt oder indirekt in einer Erwähnung. Also es spiegelt sich so ein bisschen seine Bedeutung hier auch für den Bayerischen Rundfunk schon auch in diesen Akten wider. Und das einfach einer Forscherwelt zugänglich zu machen, ist ein riesiger Mehrwert dieses Projekts. Das Ziel wäre, dass man Orff noch viel mehr Menschen näher bringt, als es heute der Fall ist. Wir tun es in unseren Sendungen ja sowieso, also in dem, was wir öffentlich machen, sei es jetzt im Radio, im Fernsehen oder auch im Internet. Aber für die Wissenschaft, um nochmal genauer Aspekte zu erforschen, die bisher nicht erforscht sind, haben wir Materialien, die da hilfreich sein können, um hier noch zu einem kompletteren Bild zu kommen von ihm, als es bisher vorliegt.